Hey Freunde, willkommen zurück. Feigenstock wieder hier. Ja, ihr habt's gesehen. Ich werde es jetzt nochmal machen und euch den ultimativen Vergleich, zeigen. Und zwar von Baccarat Rouge 540. Das Eau de Parfum und das Extrait de Parfum. Yeah, sehr, sehr nice von MFK. Ja, Kordjan macht für mich richtig geile Düfte und ja, viele sagen, ist der Baccarat Rouge 540 Hype zu Ende? Kann ich nicht sagen. Also ich kenne so viele Frauen, die diesen Duft einfach noch verfallen sind. Männer auch. Wenn Männer ihn tragen, die Frauen, die finden das einfach gut. Also ich bin der Meinung, der Hype ist noch nicht zu Ende. Und was für ein Hype vor allen Dingen. So viele tragen diesen Duft jetzt auch nicht. Wir sind hier nicht bei Aventus und Co., ne? Gleich vorweg, finde ich. Und ja, preislich fangen wir da mal, oder fangen wir mal mit den Flakons an. Also, ihr kennt ja die MFK-Flakons. Cool gemacht. Hier gewinnt auf jeden Fall der Extrait de Parfum hier, finde ich. Finde das mit den Rot sehr geil und auch hier einfach besser gemacht. Preislich habe ich das jetzt nicht wirklich im Kopf. Ich glaube 229 € und hier sind wir bei 310. Ich gehe jetzt nicht von runtergesetzten Sachen auf, sondern vom Standardpreis. 229, 310 € für 70 ml. Ja, so ist das. So, fangen wir mal mit dem Eau de Toilette an. So, da gibt es ja eine Geschichte. Und das kann ich bei Extrait de Parfum nicht unbedingt sagen, aber bei ihm hier. Also erstens ist das ein Duft, wenn ich den trage, ich kann danach, ich wiederhole das jetzt für die Leute, die das noch nicht kennen oder wissen, weil ich das schon öfters erwähnt, das ist ein Duft, wenn ich den trage, ich rieche den eine Woche in der Nase. Egal, ob ich andere Düfte gesprüht habe, ich rieche immer den. Ich habe den in der Nase. Wenn der auf den Klamotten liegt, der hält auch ewig. So, der hält wirklich ewig und der hält auch so schon mindestens 12 Stunden. Der ist nicht immer wahrnehmbar. Ich möchte da auch demnächst mal ein Video zu machen, glaube ich, weil die Nase macht irgendwann auch dicht. Nicht nur bei Düften, sondern auch bei vielen anderen. Wenn man immer Gerüche in der Nase hat, kann die Nase irgendwann nicht mehr. Andere nehmen diese Düfte immer wahr. So, also keine Angst. Ne? Und dieser Duft ist einfach, also ein Arzt, ich sage das jetzt nochmal, weil viele das so abfeiern. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid beim Zahnarzt. Ne? Ihr sitzt da, lasst euch bearbeiten, ihr kennt ja Zahnarztgeruch und so weiter. Dann seid ihr fertig, geht durch die Stadt, schlendert durch die Stadt und dann kommt ihr auf einen Jahrmarkt, Kirmes, wie auch immer. Und da geht ihr an einen Mandelstand, Zuckerwattenstand und ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Also Zahnarzt, Stadt, Jahrmarkt, Mandelstadt, ne, also süß. Dann findet ihr die Verkäuferin so geil und sie euch auch. Und ihr seid also sofort verliebt oder was auch immer. Das andere will ich jetzt hier nicht betonen. Und dann wollt ihr es einfach sofort machen. Und ihr habt natürlich ein Gummi dabei und macht es dann hinterstatt mit dieser Frau. So, mit einem Kondom. Das heißt, Zahnarzt, also schon Arztpraxisgeruch, süß durch die Mandeln, dann auch Art Gummigeruch, also dieser Duft, das hat Stil, das hat einfach Stil und das gefällt mir an diesem Duft. Jasmin, Safran ist hier drin, Mandel beinhaltet das Eau de Parfum gar nicht, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, weil, da kommen wir ja gleich zu, da schon trotzdem Mandel irgendwie mit bei ist. So, weil ich kenne ja Fabulous und so weiter, wo auch Mandel aufgebaut ist, deswegen weiß ich das. Ich habe immer das Gefühl, aber soll nicht drin sein. Dann Zedernholz und Amber. Ja, also es ist ein sehr geiler Duft, den muss man aber mögen. Ja, er ist süß, vielleicht kann ihn Frau auch ein bisschen besser tragen als Mann. So. Aber trotzdem finde ich ihn sehr, sehr geil. Preislich, ob das jetzt 230 €, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde schon, dass die Qualität wirklich sehr, sehr gut ist und deswegen, ja, sehr geiler Duft. So, jetzt kommen wir mal zu den Extrait de Parfum. Das Extrakt. Ja, und da haben wir einfach einen Anfang. Da ist der Safran einfach anders. So. Ja, er ist nicht, ihr habt einfach dieses Zahnarztpraxis und Gummihafte habt ihr hier nicht, finde ich. Ich nehme das nicht so wahr. Aber Safran natürlich, klar, ich finde ihn auch ein bisschen mehr
Also hier ist schon mehr Safran drin, finde ich. Und dann kommt die Bittermandel. So, und deswegen, hier ist die Bittermandel drin, hier ist, oder Mandel, wie auch immer, und hier nicht. Aber ich bin der Meinung, hier ist auch Mandel drin. Also, wie gesagt, ist nicht angegeben, aber ja, Moschus ist hier dann noch drin und Ambra natürlich. Also, der Duft ist geil. Ich finde ihn auch cool. Er ist, wie gesagt, mehr Safranlastig. Männlicher in dem Fall schon. Er ist männlicher. Also ich finde, das Extrakte-Parfüm kann ein Mann besser tragen, finde ich. Zedernholz ist auch drin, aber das ist auch bei den anderen drin. Und ja, im Endeffekt nicht einfach zu sagen, welchen finde ich besser. Also ich finde jetzt wirklich beide pervers gut und dies ist für mich eine 10. Beide. Hyperkeit muss man nicht von reden. Muss man nicht von reden. Saustark. Wie gesagt, wenn jemand sagt, nach einer Stunde rieche ich nichts mehr, das ist so ein Duft, auch wenn die Nase frei ist und super ist und ihr nicht so viel Düfte, so wie ich oder viele andere, die jeden Tag nur Düfte, dann geht die Nase so und so irgendwann zu. Die geht übrigens nach 10 Minuten, macht die schon oft dicht, wenn ihr so viel oder zu viel Gerüche da sind. Aber wenn das einer nicht macht, kann mal sein, dass man den Duft nicht wahrnimmt. So, im Endeffekt fast so, oder ist das so wie bei den, wie heißen die, komme ich jetzt nicht drauf, die Düfte, egal, die man da nicht riecht, wie heißt er, Moleküledüfte Nummer 1 zum Beispiel. Richtig, nehmt den nicht wahr. Die hier könnt ihr auch super layern. Ob man das für den Preis machen möchte, ist auch wieder euch überlassen. Wer gewinnt jetzt? Ich kann das nicht sagen. Ich kann das wirklich nicht sagen, weil ich sie beide sau gut finde. Wer ein bisschen abends losgehen will, mehr männlicher, mehr Safran, ich wollte schon sagen, ein bisschen säuriger, so wie Lakritz ist hier ja nicht drin, aber der muss diesen Duft nehmen. Wer ein bisschen auf dieses, ja, Geile und ich möchte nach Zahnarzt, Gummi und ja, der muss diesen Duft nehmen. Und deswegen ist es schon cool, beide zu haben, aber ganz ehrlich, muss man jetzt nicht, sage ich euch ganz klar. Wer natürlich ein Fan ist, ein Freak ist oder vielleicht auch nicht mehr ganz dicht ist, so wie ich und viele andere, die viele Düfte haben, ja, dann könnt ihr euch den kaufen, ne? Aber schwer. Ich kann wirklich nicht sagen, ich finde die beide wirklich sehr, sehr gut. Also für mich ist es ein Unentschieden und ja, sehr geile Düfte. Für mich auch aus dem Haus MFK. Ich kenne jetzt nicht ganz alle. Ich kann ja auch noch den anderen, weiß ich, den es nicht mehr eingestellt ist. Vielleicht nicht der beste, weil der Apom Pour Homme ist auch Hammer. Den gibt es ja auch nicht mehr leider eingestellt. Also, aber gehört schon zu den ganz obersten mit, diese Düfte. Also sehr, sehr geil. Baccarat Rouge 540, Extrait Parfüm und Eau de Parfüm. Also Leute, das war der Vergleich. Im Endeffekt fast alles ähnlich, außer dass hier die Bittermandel drin ist. Und ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich rieche hier auch Mandel. Und deswegen ist es schwer. Marokkanische Bittermandel, ne? Aber das Bittermandel, Mandel und so weiter. Auf jeden Fall, ja, sehr geile Düfte. Aber ihr müsst sehen, wer auf so eine Düfte steht. Also testen solltet ihr auf jeden Fall. So, Punkt. So Leute, dann macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder. Fragrance Talk.